nach 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt bei der ersten Polizeikontrolle. Wir mussten natürlich wieder unsere ganzen Papiere zeigen. Und heute ist es zum ersten Mal unsere Schuld. Unsere Versicherung ist vor 3 Tagen abgelaufen. Wir haben gar nicht darauf geschaut, weil wir jetzt auf dem Weg zur Grenze sind und wir dachten, okay, die reicht natürlich in der Zeit, in der wir im Senegal reisen, ist aber nicht so. Und Marco ist jetzt einfach mit dem Polizisten auf seinem Motorrad zu so einer Garage hier um die Ecke gefahren und dort können wir unsere neue Versicherung kaufen. Ich bin gespannt, ob alles klappt. Ich bin nicht die Einzige, die aufgeregt ist, wie es ausgeht. Na, Cäsar? Ja, du bist auch aufgeregt. Ich dachte, Marco wäre mit dem Polizisten mitgefahren, aber es war irgendein anderer Dude, der ihn jetzt da zu dieser Garage gefahren hat. Wir haben auf jeden Fall Versicherungspapiere, das hat alles geklappt, aber Marco diskutiert es trotzdem noch mit den Polizisten. Ich weiß nicht, ob es um irgendeinen Strafzettel geht oder was das Problem ist. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ja, da haben wir selber Mist gebaut. Da wir jetzt gar nicht gewohnt sind, dass man so ein Papierchen als Versicherung kaufen muss, jeden Monat, haben wir es total vergessen. Und die war abgelaufen vor ein paar Tagen. Vor 3 Tagen, ja. Und er hat halt kein Wort Englisch geredet und ich kann ja kein Wort Französisch. Dann hat er seinen Hilfspolizisten angerufen, da kam jetzt sein Moped an. Und weil wir vorher auf Google Maps geguckt haben und wir haben das schon öfter mitbekommen, die wissen nicht, wie man Google Maps benutzt und wo sie einen da hinschicken können. Deswegen hat er seinen Kumpel angerufen und der hat dann mich mit seinem Moped zu der Versicherungsstelle gebracht. Und genau, da habe ich jetzt schnell eine neue Versicherung gekauft. Sind zurückgekommen, habe das gezeigt, habe dann den Mopedfahrer noch kurz bezahlt dafür. Und ja, dann wollte der Polizist halt Geld haben. Ich so, aber warum? Ich habe es ja gerade bezahlt, die Versicherung. Da kriegst du ja jetzt kein Geld dafür. Und hat er kurz hin und her überlegt, haben sich lustig gemacht über meinen Führerschein, weil ich damals noch lange Haare hatte. Und sind dann kurz darauf gekommen, dass in Leipzig ja RB Leipzig spielt und da ein paar französische Spieler und die kannte er und dann kurz, ja, bla bla bla, kenne ich auch, ausgetauscht. Ja, dann haben sie es zurückgegeben und wir konnten gehen. Fußball verbindet! Fußball verbindet. Die Welt geht unter! Oh, ist das krass! Dann ist halt wieder alles im Schlamm versenkt. Tag schon wieder. Wir haben heute einfach für 300 Kilometer an die 8 Stunden gebraucht. Wir waren den ganzen Tag im Auto und genießen jetzt hier diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Wir sind nämlich an der senegalesischen Grenze, die ist hier hinter uns, und sind tatsächlich schon ausgereist. Die andere Grenze hat allerdings noch geschlossen. Die ist hier auf dieser Seite. Und deswegen werden wir heute Nacht hier schlafen und diese schöne Aussicht genießen, bevor wir dann morgen weiterreisen können. Cold in nature, that breaks.
So, ihr Lieben, wir sind zurück in Mauretanien. Der ursprüngliche Plan war, noch viel weiter in Afrika zu reisen. Und wie das immer so ist im Leben, ändern sich die Pläne und alles kommt anders als geplant. Ja, wir haben einfach für uns gemerkt, dass wir so in der Konstellation mit Cäsar und auch mit Pumba nicht mehr weiter erstmal in Afrika reisen können. Die Hitze ist einfach so krass hier und wir haben im Nachhinein auch gemerkt, dass wir auf jeden Fall ein zweites Dachfenster brauchen, um hier weiterreisen zu können. Einfach um für mehr Luftzirkulation zu sorgen. Das haben wir auf jeden Fall unterschätzt. Und wir machen uns auch enorme Sorgen um Cäsar und deswegen geht unsere Reise zwar weiter, aber eben nicht mehr in Afrika, sondern hat einfach ihre Richtung ein bisschen gewechselt. Das Allerwichtigste für uns ist jetzt erstmal, Ausreisepapiere für Cäsar zu bekommen, dass wir in die Europäische Union einreisen können. Und darum müssen wir uns jetzt erstmal kümmern und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind auf jeden Fall unglaublich dankbar, was wir hier alles erlebt haben. Es war so eine schöne Zeit bisher und wir haben ja ein riesiges Geschenk, was wir aus Afrika mitbringen werden. Gell, Cäsar? Und unsere Reise hat jetzt einfach die Richtung gewechselt und geht woanders weiter. Wir haben hier gerade Worst-Case-Szenario. Wir sind über die Grenze gekommen und ein kleines Stück gefahren und jetzt geht es hier einfach nicht weiter. Der Weg ist komplett matschig, alles ausgespült, weil es gestern aus Eimern gegossen hat. Und wir kommen hier nicht durch. Mal wieder ein deutsches Auto. Der technische Großhandel. Wir können ja nicht lang fahren. Da vorne stecken noch 3 große Busse fest und noch ein Auto. Die warten anscheinend auch schon seit Tagen. Habe ich gefragt, ja, hilft die Polizei nicht? Nee. Und hier geht's nicht, auf keinen Fall. Es kann sein, dass hier um den See eine Strecke führt, die dann vorne wieder auf diesen Weg viel weiter vorne führt. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Oh, dann müssen wir alles zurück. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, ob der Weg besser ist. Ob wir da ohne 4x4 durchkommen. Hast du mal die Forschen angeguckt, wie tief die sind? Ja, ist richtig krass. Das andere ist direkt am Wasser. Ach du Scheiße. Und die bekommen keine Hilfe. Es ist unglaublich. Unglaublich. Die warten jetzt, bis andere Fahrer kommen. Oder irgendwann mal ein Bulldozer kommt und die Straße versucht wieder zu ebnen. Aber hier geht's nicht durch. Oh, hoffentlich geht der Weg da hinten rum. Die meinten jetzt zurück und dann hinten um den See rum und dann kommt man irgendwann wieder auf den Weg hier. Oh. Bitte, 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 bitte. Es kamen gerade super liebe Leute zu uns, die meinten, sie können Pumba da durchdrücken und wollten, dass wir da durchfahren, haben gesagt, dass sie uns helfen können, aber es ist uns einfach alles zu risky. Weil wir ist auch unrealistisch, ja. muss man schon zugeben. Wir haben kein 4x4, wir kommen da nicht durch. Ja. Wir bleiben da nach 2 Metern drin stecken und selbst wenn wir da jetzt 7, 8 Männer sind, der ist mit seinen 4 Tonnen sowieso überladen, wir kriegen den da nicht wieder raus. Ohne ein Fahrzeug. Nee. Und Marco hat auch ganz lang mit denen geredet und die meinten auch, dass die Polizei darüber Bescheid weiß, uns macht einfach keiner was. Also sie können selber gerade nicht passieren und wissen nicht, wie lange es dauert, bis sie weiterfahren können. Also die waren echt super nett, aber es ist so traurig, dass die Regierung die Leute hier so im Stich lässt. Das ist echt krass. Und vor allem, dass auch keiner was sagt. Also an der Grenze hieß es nur, es hat geregnet, ihr müsst langsam fahren. Und die wissen das an der Grenze, das ist 5 Kilometer von hier entfernt. Die wissen ganz genau, wie das jetzt hier ist. Ja. Und die haben uns da schön reinfahren lassen, schön bezahlen lassen, alles. Ich will jetzt nicht munkeln, aber so, ja, die kommen eh wieder. Die müssen dann nochmal zahlen, weil sie kommen hier nicht rüber, müssen zu einer anderen Grenze fahren.
gibt jetzt auf jeden Fall noch eine Route um den See herum, beziehungsweise 2 Routen. Eine davon ist kostenpflichtig, eine nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob die passierbar sind. Absolut nicht. Ja. Also wir haben echt keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergeht, aber wir können es nur probieren. Wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, dann wird es schlimmer. Marco diskutiert gerade mit den Polizisten. Die haben nämlich hier die Schranke zugemacht und wollen uns irgendwie nicht reinlassen. Oh. Ich bin gerade echt am Ende und richtig verzweifelt, weil ich genau weiß, dass es wieder eine ewige Diskussion wird und es wieder nur um Geld geht und wir doch einfach nur aus diesem Land ausreisen wollen. Die Polizisten waren dann doch ganz nett. Marco hat mit denen geredet und wir mussten jetzt leider natürlich noch Geld da lassen, sonst hätten sie uns nicht weitergelassen. Für einen Nationalpark, den wir uns gar nicht angucken, aber okay. Ja, wir haben Waren beim... jetzt nochmal 13 €, scheiß drauf. Wir haben dafür jetzt jemand anders noch angehalten, der die Strecke hier kennt. Wir fahren jetzt eine andere Route und sollen dem hinterherfahren und der bringt uns hoffentlich sicher zur Straße. Was hier wieder von Abenteuer am Morgen, aber schweißtreibend auf jeden Fall. Ja. Nervenaufreibend. Unser Personal Guide. Wollt. Oder einfach gestoppt und gesagt, wir sollen es mitnehmen. Oh, der fährt aber ganz schön zügig. Wir haben keine Ahnung, wo unser Guide hinfährt. Wir können ihm gerade nur blind vertrauen. Ich hatte mir eigentlich die Strecke auf Google Maps angeguckt und hat sie eigentlich für nicht befahrbar befunden, aber ja, wir vertrauen ihm jetzt mal. Mal gucken, wo wir drin enden. Ne? Und wir wollen irgendwann die Straße noch erreichen. Cäsar, du machst es wieder super. Du machst hier wieder ganz toll mit. Du machst echt ganz viel mit deinen Eltern. Ich hatte mich heute nicht auf so viel Abenteuer eingestellt. Ja, ich auch nicht. Das ist ganz schön krachen, ey. Ja, unser Problem ist, dass da vorne Regen kommt. Da war die Kuh mal wieder im Weg. Krass! Krass! Oh mein Gott, sind die riesig! Wir tun dir nichts, du kannst in Ruhe weiter essen. Oh mein Gott! Kommen wir nicht mehr hoch, wir sind längst wieder hochgefahren. Ganz still Back
eine Hauptstraße in der Hauptstadt von Mauretanien aussieht. So sieht's aus. War noch bis Gegenverkehr. Der fährt ja nicht auf der anderen, das ist mit dem los. Der ist auch falsch abgebogen, ne? Voll. Dem Straßenverlauf von N2 noch 5 Kilometer folgen. Yay! Die Baustelle ist vorbei! Back on the street. Oh mein Gott. Also Nouakchott ist ein echtes Ghetto. Krass. Krass, krass, krass. Schon jetzt da vorne kilometerlange Ghettos. Einfach nur Wellblechhütten. Jetzt haben wir mal Richtung Innenstadt. Die haben wir das letzte Mal ja nicht gesehen, ne? Da war es ja schon dunkel. Ja, da war alles Also ich bin dunkel. jetzt gespannt, wie die Innenstadt aussieht, ob das jetzt irgendwie noch einen Unterschied macht. Oder ob der Rest der Stadt auch so wie hier aussieht. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take Beim Kloster hat mal wieder jemand ein bisschen überladen. Nur ein bisschen. the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave. Marco ist gerade noch fleißig am Videoschneiden und deswegen habe ich mich mal auf den Weg gemacht hier auf den Markt in Layun und hoffe, dass ich da ein bisschen was zu essen für uns bekomme. Free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you. Ich habe alles bekommen. Wir haben Brot, Obst, Gemüse, alles da. Und jetzt laufe ich zurück zu Marco, Cäsar und Pumba. Es war gerade richtig schön auf dem Markt. So viele nette Leute. Alle haben gefragt, woher ich komme und wollten sich unterhalten, waren ganz interessiert. Und es ist natürlich auch voll schön gewesen, dass der eine Mann Spanisch sprechen konnte, weil man sich dann doch nochmal anders unterhalten kann, wenn man eine Sprache fließen kann und nicht nur so ein paar Brocken schlechtes Französisch. Also ich muss echt sagen, Layun gefällt mir total gut. Es ist richtig schön hier. Morgen!
Wir sind jetzt hier vor der Tierarztpraxis, denn wir müssen mit Cäsar jetzt einen Bluttest machen und ein Gesundheitszertifikat, damit wir in die EU einreisen dürfen. Und Cäsar will auf jeden Fall raus, aber der weiß noch nicht, dass es zum Tierarzt geht. Ja, wir müssen seine Bandwürmer und die Infektion noch checken lassen. Ja, wir müssen jetzt alles überprüfen lassen. Vielleicht weiß er ja doch, was gleich passiert. Ja, auf jeden Fall kommt Spritzen, ne? Ich weiß mal nicht, ob du gegen die Infektion jetzt noch was kriegst und gegen den Bandwurm, was da jetzt alles noch kommt. Ne? Mal gucken. Ja. Hm. Sitting, waiting, wishing. Hm. Der Tierarztbesuch, der hat Cäsar heute richtig mitgenommen. Der liegt immer noch und kann immer noch nicht aufstehen. Er hat es ein paar Mal probiert, ist dann wieder zusammengebrochen. Wir haben auch Blut entnehmen müssen und wir haben, glaube ich, eine Stunde oder 1,5 Stunden dafür gebraucht, weil die Ärztin es sich nicht getraut hat teilweise und irgendwie sie immer meinte, ja, er ist noch zu unruhig und er hat erst Beruhigungsmittel bekommen, danach hat er noch 2-mal eine Narkose bekommen und dann hat sie halt bestimmt 7-8 Mal eingestochen und versucht die Vene zu treffen und es hat aber nicht funktioniert und ja, die ganzen Pfoten waren voller Blut und er hat es natürlich immer noch gespürt, hat die ganze Zeit gejault und gefiebt und sich versucht, ja, zu befreien quasi, weil ich habe mich drüber gelegt und versucht festzuhalten und zu beruhigen. War auf jeden Fall keine einfache Geschichte und das war auch für uns irgendwie wieder so, boah, hat uns ziemlich mitgenommen. Oh je. Aber wir haben alles an Medizin bekommen, was wir brauchten für ihn und jetzt hoffen wir, dass er dann morgen wieder einen besseren Start hat und mit der Medizin auch wieder alles gut wird und er wieder gesund wird. Ja, jetzt warten wir noch auf was zu essen. Tina ist nochmal losgegangen und besorgt, glaube ich, Burger und Pommes. Übelst geil, da haben wir richtig Bock drauf, weil wir seit Monaten so ein Essen überhaupt nicht mehr hatten. Und ja, dann suchen wir uns hier noch einen Stellplatz in der Stadt. Und werden die nächsten Tage auch noch hier verbringen, weil wir noch auf Testergebnisse von dem Tierarztbesuch heute warten. Und ja, da gucken wir uns die nächsten Tage auf jeden Fall noch Layun ein bisschen genauer an. Auf den ersten Blick macht es mal einen sehr guten Eindruck. Mal sehen, was wir hier noch entdecken. Wir haben Essen und wollten eigentlich zum Stellplatz fahren und dort essen. Jetzt springt aber unser Pumba mal wieder nicht an, weil der Anlass ja immer noch kaputt ist seit dem Senegal. Jetzt hoffe ich, dass ich den mit einem kleinen Hieb von außen wieder anbekomme und drückt uns die Daumen. Oh, ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Hoffen wir, dass er noch durchhält bis Europa. Oder bis zur nächsten Werkstatt. Vielleicht machen wir es auch noch in Marokko. Mal gucken. Ach je. Da hat aber jemand noch ganz schöne Gehprobleme. Cäsar. Oh je. Wir machen uns gerade einen entspannten Abend hier im Bus und auf einmal klopft es an unserer Tür und dann kam eine super nette Frau vorbei und hat uns einfach eine Tüte mit allen möglichen Sachen gebracht. Sie hat gesagt, oh, herzlich willkommen in meinem Land und sie freut sich voll, uns kennenzulernen und wollte uns einfach so ein paar Sachen vorbeibringen. Sie hat uns zufällig gesehen, als sie vorbeigelaufen ist und dann musste sie erstmal einkaufen gehen, um uns ein paar Sachen vorbeizubringen. Richtig, richtig süß. Dann hat sie sich bei uns bedankt, weil sie meinte, dass sie auch den Traum hat, irgendwann mal im Bus rumzureisen und sie sich total gefreut hat, einfach hier einen Camper stehen zu sehen. Oh, das war so süß.
Wir gucken jetzt mal gemeinsam in die Tüte, was alles so drin ist. Oh, lecker. Sind das diese leckeren Eierkuchen? Oh, die sind so lecker, ja. Und die sind einfach noch warm. Da musst du gleich einen Teller rausholen. Ja. Die ist dann jetzt direkt noch zum Bäcker gegangen. So krass einfach. Ey, das ist so herzerwärmend gerade. Was ist da drin? Oh. Hier. Oh, Brot. Ja. Fladenbrot und das ist nochmal ein anderes. Haben wir auch schon mal gegessen, aber ich habe den Namen Das hatten wir in vergessen. Dakla schon. Genau. Und dann haben wir noch eine fette Honigmelone. Oh, wir haben so lange keine Honigmelone mehr gegessen. Sie gab es ja im Senegal leider nicht. Geil. Die haben wir so vermisst, oder? Oh ja. Oh, Wenn man freu die in mich den auf Kühlschrank Honigmelone. packt, wenn die dann eiskalt ist, man die rausholt und dann so in Stücke schneidet, das ist so geil. Das ist gerade so schön. Das sind solche Momente, die kann man nicht beschreiben. Ich habe dann auch gemeint, dass wir morgen noch mal vorbeikommen. Hey, wir haben sie auf den Kaffee morgen früh eingeladen. Genau. Hoffentlich kommt sie vorbei. Das wird uns voll freuen. Und dann sagt sie einfach, nein, ich muss euch doch zu mir nach Hause einladen, nicht andersrum. Ihr seid doch Gäste in meinem Laden. Dann haben wir gesagt, hallo, du hast uns gerade hier beschenkt mit 1000 Sachen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn sie morgen vorbeikommt. Also ich hoffe mal, dass wir uns morgen noch mal sehen. Ja. Wir hatten ja gestern super netten Besuch und so viel Essen geschenkt bekommen und hatten uns dann heute zum Kaffee verabredet. Und jetzt ist Bushra angekommen und hat uns hier Tagine mitgebracht und jede Menge Brot. Die ganze Tüte voll. So schön. Ja. Richtig krass. Eigentlich wollten wir sie einladen und jetzt kommt sie an und hat hier ein ganzes Mittagessen mitgebracht. Super schöne Geste, oder? Ja. So dankbar. Hier ist Tagine. Wow. Oh, das looks yummy. Bei den Gästen, oh, ist der mega bunt gemixt. Ja. Nudeln, ganz viel Obst, Seafood. Äpfel sind drin und Pflaumen. Oh, wow. Das war ein richtig schöner Überraschungsbesuch, ne? Ja, richtig schön. Wir haben ewig gegessen und ganz viel gequatscht. Oh, solche Sachen sind genau das, was es ausmacht. So ganz spontan, dass jemand vorbeikommt. Also wir sind beide so überrascht. Und Die hat jetzt zum zweiten Mal uns quasi eingeladen und Essen vorbeigebracht und sie meinte, wir sind ihre Gäste und total nett und ja, aber eigentlich wollten wir dich da einladen. Ja. Jetzt haben wir Nummern getauscht und jetzt gehen wir morgen bestimmt, da müssen wir mal irgendwo in ein Café, Restaurant, Bar, irgendwas in der Art einladen. Und jetzt muss ich erstmal mit unserem kleinen Süßen eine Runde gehen. Dem geht es heute zum Glück wieder gut. Der war auch on fire auf jeden Fall. Der wollte das ganze Tagine essen. Ja, der hat Chicken gerochen. Ja. Die ganze Zeit. Gegen die Nase wieder hoch unterm Tisch. Gell? Von dir ist die Rede? Jetzt machen wir erstmal einen schönen ausgewogenen Spaziergang, Cäsar, und lassen Tina in Ruhe arbeiten. Ne? Ja, ich mache jetzt ein paar Untertitel. Take one. Es ist total faszinierend, wie hier der Platz zum Leben erwacht. Alle Leute sind abends unterwegs. Tagsüber sieht man fast niemanden. Und dann guckt man raus und abends ist ja alles voll. Sind wir mal gespannt, wie lang hier die Party draußen abgeht. Wie lange wir alleine bleiben. Wir haben einen Mitbewohner bei uns. Ja.
Ja, spannend. Wann bist denn du hier reingekommen? Den haben wir am Senegal importiert. Aus dem Senegal importiert. Scheinbar. Hoffentlich haben wir keine Schlange mitgenommen. Ja, genau das gleiche habe ich mich gerade auch gefragt. Ich habe einfach nur nach oben geleuchtet, Ja. wegen der dummen Fliege. Ja. Und dann habe ich den kleinen Freund da gesehen.